Willkommen zu diesem Deutschlern-Video für Anfänger. In diesem Video trainierst du dein Hörverstehen und verbesserst gleichzeitig dein Deutsch. Bist du bereit? In diesem Podcast geht es um das Thema Deutsch lernen. Du bist hier, weil du Deutsch lernst. Und das ist großartig. Eine neue Sprache zu lernen kann schwierig sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du wirklich gut Deutsch sprechen möchtest, brauchst du vor allem eines: Zeit. Ohne Zeit geht es nicht. Du musst regelmäßig üben, sonst wirst du kaum Fortschritte sehen. Sprachenlernen ist wie Sport. Wenn du deinen Körper trainierst, wirst du stärker. Genauso ist es mit dem Gehirn. Je mehr du Deutsch benutzt, desto besser wirst du. Ich bin zwar Deutschlehrerin, aber ich lerne selbst auch weiter. Ich lerne Deutsch, weil es mir Spaß macht und weil ich so mit vielen Menschen sprechen kann, aus der ganzen Welt. Das ist das Schöne an Sprachen. Man kann sich austauschen, Erfahrungen teilen und neue Menschen kennenlernen. Ich habe schon mit Deutschlern-Enden aus vielen Ländern gesprochen. Das ist immer spannend und bereichernd. Aber ich weiß auch, es gibt schwierige Tage. Manchmal verstehst du etwas nicht. Dann fühlst du dich vielleicht unsicher oder frustriert. Oder du hast Angst zu sprechen. Das ist ganz normal. Jeder, der eine Sprache lernt, kennt das. Ich mache auch Fehler. Bei der Grammatik, bei den Wörtern oder bei der Aussprache. Aber das ist nicht schlimm. Fehler gehören zum Lernen. Du kannst nur besser werden, wenn du Fehler machst und daraus lernst. Du brauchst keine Angst zu haben. Fehler zeigen dir, wo du noch üben darfst. Sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch. Vielleicht mit einem Freund. Oder auch alleine. Du kannst laut lesen. Oder einen kleinen Monolog sprechen. Oder dich selbst aufnehmen und später anhören. Übung hilft. Jeden Tag ein bisschen. Auch kleine Dinge bringen viel. Du kannst einen kurzen Artikel lesen, ein paar Sätze aufschreiben oder ein kurzes Lernvideo ansehen. Wichtig ist, es soll dir Freude machen. Denn mit Freude lernst du besser. Nimm Inhalte, die dir gefallen. Vielleicht magst du Hörbücher oder einfache Podcasts. Hör sie beim Aufräumen oder beim Spazierengehen. Oder du schreibst ein kleines Journal, jeden Tag ein paar Zeilen auf Deutsch. Was hast du gemacht? Was denkst du? Was wünschst du dir? Auch Musik ist super. Such dir deutsche Lieder aus, lies den Text und sing mit. So lernst du spielerisch neue Wörter. Stell auch dein Handy oder deinen Laptop auf Deutsch um. Dann hast du die Sprache jeden Tag vor Augen, ganz automatisch. Und ganz wichtig, sprich mit anderen. Vielleicht findest du eine Person, die auch Deutsch lernt. Zusammen macht das Lernen mehr Spaß. Und du kannst deine Sprache aktiv benutzen. Um zu testen, wie gut du schon Deutsch verstehst, erzähle ich dir jetzt von meinem Tagesablauf. So lernst du neue Wörter und trainierst dein Hörverstehen. Bist du bereit? Mit diesem Tagesablauf kannst du Deutsch lernen. Ich erzähle dir, wie mein Tag aussieht. So lernst du neue Wörter und trainierst dein Hörverstehen. Bist du bereit? Dann hör gut zu. Ich stehe meistens um 6:30 Uhr auf. Zuerst trinke ich ein Glas Wasser.
Danach lerne ich ein bisschen Deutsch. Ich frühstücke oft mit Joghurt und Obst. Dann mache ich mich fertig und beginne meinen Arbeitstag. Ich arbeite als Deutschlehrerin. Jeden Tag habe ich Unterricht mit verschiedenen Schülern aus vielen Ländern. Ich unterrichte online oder in der Schule. Mittags mache ich eine Pause. Ich esse etwas und entspanne mich kurz. Am Nachmittag arbeite ich weiter. Manchmal gehe ich nach der Arbeit spazieren oder mache etwas Sport. Ich versuche mich regelmäßig zu bewegen. Abends esse ich etwas Einfaches und Gesundes. Meistens gibt es Brot, Käse, Gemüse oder eine Suppe. Danach lese ich ein Buch oder sehe ein Video auf Deutsch. Das hilft mir beim Deutschlernen. Später dusche ich, putze meine Zähne und mache mich bettfertig. Ich gehe meistens um 22 Uhr schlafen. Ich finde es gut, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Am Wochenende ist mein Tagesablauf anders. Ich habe mehr Freizeit. Ich treffe Freunde, gehe spazieren oder mache Dinge, die mir Spaß machen. Aber ich stehe trotzdem zur gleichen Zeit auf und gehe auch zur gleichen Zeit ins Bett. Und jetzt bist du dran. Hast du meinen Tagesablauf verstanden? Schreib es in die Kommentare. Was ist dein Tagesablauf? Nenne mir 5 Dinge, die du jeden Tag machst. Jetzt hast du meinen Tagesablauf gehört. Du weißt, was ich jeden Tag mache. Aber warum ist das wichtig für dich? Ganz einfach. Dein Alltag ist perfekt zum Deutschlernen. Jeden Tag machst du Dinge. Du stehst auf, du isst, du arbeitest, du gehst spazieren, du sprichst mit Menschen und genau diese Dinge kannst du auf Deutsch sagen. Wenn du jeden Tag kleine Sätze auf Deutsch denkst, lernst du schneller. Sag dir zum Beispiel: Ich stehe auf, ich trinke Kaffee, ich gehe zur Arbeit. Diese Sätze brauchst du wirklich im Alltag. Und wenn du sie oft wiederholst, wirst du sicherer. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment zum Lernen. Aber der perfekte Moment ist jetzt. Beim Zähneputzen, beim Kochen, beim Spazierengehen, nutze diese Zeit, um Deutsch zu denken. Du musst keine langen Texte lernen. Du musst nur anfangen, dein Leben auf Deutsch zu beschreiben. Jeden Tag ein bisschen. So lernst du Deutsch natürlich, im Alltag, in deinem Rhythmus. Aber vielleicht fragst du dich, wie das in Deutschland ist. Viele Menschen in Deutschland stehen früh auf, oft zwischen 6 und 7 Uhr. Danach trinken sie Kaffee oder Tee und essen ein kleines Frühstück. Viele gehen zur Arbeit oder zur Schule. Der Arbeitstag beginnt meist um 8 oder 9 Uhr und endet gegen 16 oder 17 Uhr. Mittags essen viele Menschen in der Kantine oder bringen sich etwas von zu Hause mit. Am Abend gibt es in Deutschland oft ein einfaches Abendessen. Viele essen Brot mit Käse, Wurst, Gurken oder Tomaten. Warmes Abendessen gibt es nicht jeden Tag. Manche Familien kochen am Abend, aber viele essen kalt. Nach dem Abendessen entspannen sich viele Menschen. Sie schauen fern, lesen oder machen Sport. Viele gehen gegen 22 Uhr schlafen. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich. Es gibt Unterschiede, je nachdem, ob jemand auf dem Land oder in der Stadt wohnt, ob man allein lebt oder mit Familie.
Aber insgesamt ist der Tagesrhythmus in Deutschland recht strukturiert. Wie ist das bei dir? Ist dein Tagesablauf ähnlich oder ganz anders? Wann stehst du auf? Was isst du zum Frühstück? Arbeitest du am Vormittag oder lieber am Nachmittag? Und wie sieht dein Abendessen aus? Ich bin sehr gespannt auf deinen Vergleich. Schreib es gerne in die Kommentare und erzähl mir, wie sieht ein typischer Tag in deinem Land aus? Was ist ähnlich? Was ist anders? Ich freue mich auf deine Antwort. Freunde, ich möchte dir ein paar wichtige Tipps geben und ich sage dir auch, was du lieber nicht machen solltest. Viele Menschen machen die gleichen Fehler. Deshalb sprechen sie nach Jahren noch nicht gut Deutsch. Aber das muss nicht sein. Du kannst das anders machen. Wenn du wirklich besser werden willst, musst du sprechen. Viele lernen nur mit Büchern oder mit Apps. Sie machen Übungen, aber sie sprechen nie laut. So kannst du keine Sprache lernen. Du musst aktiv sprechen. Sprich jeden Tag laut und deutlich. Sprich mit dir selbst. Sprich mit anderen. Nur so wirst du flüssig. Du solltest auch nicht immer nur neue Wörter lernen. Viele denken, je mehr Vokabeln ich kenne, desto besser spreche ich. Aber das ist falsch. Es ist besser, wenige Wörter gut zu können und sie oft zu benutzen. Wiederhole Wörter, die du kennst. Übe sie im Satz. So bleiben sie im Kopf. Und bitte warte nicht auf den perfekten Moment. Warte nicht auf Motivation oder freie Zeit. Es wird nie perfekt sein. Fang einfach an, auch 5 Minuten am Tag sind gut. Je öfter du lernst, desto leichter wird es. Mache nicht den Fehler, immer alles alleine zu machen. Deutsch lernen ist leichter mit anderen. Such dir Freunde, Tandempartner oder eine Gruppe. Wenn du zusammen lernst, macht es mehr Spaß und du bleibst motiviert. Ein weiterer Fehler. Du hast Angst, Fehler zu machen. Aber das ist ganz normal. Jeder macht Fehler. Fehler helfen dir beim Lernen. Ohne Fehler kein Fortschritt. Sprich einfach los. Egal, ob es perfekt ist oder nicht. Und noch etwas. Lerne das, was du wirklich brauchst. Wenn du gerne kochst, lern Wörter aus der Küche. Wenn du Sport machst, lern Wörter über Bewegung. So bleibt Deutsch spannend und nützlich für dich. Also sprich laut, übe regelmäßig, hab keine Angst vor Fehlern und mach Deutsch zu einem Teil deines Lebens. So kommst du Schritt für Schritt ans Ziel und sprichst bald fließend Deutsch. Und jetzt bist du dran. Was hat dir an diesen Tipps am meisten geholfen? Welche Fehler hast du vielleicht selbst schon gemacht? Und was wirst du ab jetzt anders machen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich, wie du lernst und was für dich funktioniert. Jeder lernt anders, aber wir können alle voneinander lernen. Hast du vielleicht einen Lerntipp, den du teilen möchtest? Oder gibt es etwas, das dir beim Deutschlernen besonders schwer fällt? Auch das kannst du gerne erzählen. Und wenn du möchtest, schreibe mir auch. Was ist dein Ziel? Warum lernst du Deutsch? Möchtest du flüssig sprechen, in Deutschland arbeiten oder einfach neue Menschen kennenlernen? Dein Ziel hilft dir, motiviert zu bleiben. Auch schreib's mir.
Ich freue mich auf deinen Kommentar. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Deutschlernenten. Zusammen macht Lernen mehr Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video.